Füße. Heute geht es um die Kassenzulassung. Brauche ich die Kassenzulassung? Muss sie sein? Kann ich eine Praxis auch ohne Kassenzulassung machen? Wie sieht es aus damit? Ob ihr die Kassenzulassung für eure Praxis beantragen wollt oder nicht, hängt ganz allein von euch ab. Es hängt nicht davon ab, was die Schule sagt oder was irgendwer anderer sagt, sondern ihr selbst, wenn ihr die Praxis eröffnet, müsst ihr euch dafür entscheiden, Zulassung ja oder nein. Denn bevor ihr die Praxis eröffnet, ist es ganz wichtig, dass ihr euch darüber Gedanken macht, denn die Krankenkasse will ja bestimmte Kriterien erfüllt haben, damit sie euch die Zulassung erteilen. Was braucht man als erstes, wenn man die Kassenzulassung beantragen möchte? Und zwar braucht man eine IK-Nummer. Die IK-Nummer ist das Institutionskennzeichen, quasi eine individuelle Nummer für euer Unternehmen, was bei der IK gespeichert ist, und die Krankenkasse erkennt dann unter dieser Nummer eure Praxis. Das zweite, was ihr braucht, ist der Zulassungskatalog von der AGE Zulassung. Die ganzen Links sind unten in der Infobox. Da könnt ihr dann gucken, was die Zulassungskriterien sind. Die ändern sich mal von Zeit zu Zeit. Also die haben sie jetzt vor, ich glaube, 1-2 Jahren haben sie die Zulassungskriterien verändert. Manche sagen zum Besseren, manche zum Schlechteren. Guckt einfach mal in den Zulassungskatalog. Wenn ihr jetzt eine Praxis neu eröffnet, müsst ihr natürlich diesen Zulassungskatalog durchgehen und müsst gucken, dass ihr eure neue Praxis nach diesem Katalog eben gestaltet. Wer kann jetzt alle eine Kassenzulassung beantragen? Natürlich der Podologe selber, das heißt, wenn ihr die Prüfung bestanden habt, dann könnt ihr die Zulassung beantragen. Wenn ihr jetzt in einer Gemeinschaftspraxis seid, braucht ihr einen fachlichen Leiter, über den läuft dann die Zulassung. Das muss dann der Praxisinhaber eben eruieren, wer das ist. Wenn jetzt er selber kein Podologe ist, kann er einen Podologen einstellen, der dann die fachliche Leitung hat für die Zulassung. Wenn ihr die Zulassung für die Krankenkasse beantragen möchtet, solltet ihr euch da auch den Vertrag angucken, und zwar zwischen den Krankenkassen und dem Podologen. Die Videos findet ihr hier unter dieser Playlist, und da müsst ihr natürlich auch eruieren, wie sehen die Rezepte aus, wie sind sie auszufüllen, was hat der Patient zu leisten und so weiter. Das ist alles in diesem Vertrag eben geregelt. Als nächstes haben wir den Punkt dann Abrechnung. Wenn ihr natürlich mit der Krankenkasse arbeiten wollt, müsst ihr mit der Krankenkasse abrechnen. Das geht entweder über ein Abrechenzentrum oder ihr rechnet selbst mit der Krankenkasse ab. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe für mich festgestellt, dass das Abrechnen über eine Abrechnungsstelle eigentlich der einfachste Weg ist für mich. Ja, ich bezahle etwas, damit das die eben ihre Aufgabe machen, aber in der Regel machen die Abrechenzentren ihre Aufgabe gut. Zum Thema Selbstabrechnen habe ich jetzt da nicht recht viele Anhaltspunkte für euch, weil ich habe das Selbstabrechnen mit der Krankenkasse nie gemacht. Mir war das einfach zu aufwendig, weil man muss die Rezepte irgendwie digitalisieren, dann muss man die einschicken, dann muss man das Original irgendwo anders hinschicken und dann muss man die ganzen Datenschutzkriterien erfüllen. Also für mich war es immer wesentlich einfacher, das Ganze zu einer Abrechenfirma zu geben. Wenn ihr jetzt eine reine Krankenkassenpraxis anstrebt, dann braucht ihr für die ersten paar Monate eine Finanzierung. Warum ist das so? Das ist eigentlich ganz einfach erklärt, denn wir müssen ja, wenn wir ein Rezept bekommen haben, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, das sind jetzt die Monate. So, im Monat 1 haben wir das Rezept bekommen, eine Behandlung gemacht. Der Patient kommt glücklicherweise alle 4 Wochen, also haben wir im Monat 2 eine Behandlung und im Monat 3 eine Behandlung. Nach 3 Monaten ist dieses Rezept fertig. Im Monat 4, also wenn es sich ausgeht, kann man es im Monat 3 schon einreichen, aber im Monat 4 dann wir das Ganze dann einreichen, damit es Cash gibt. So, jetzt bearbeitet es das Ganze, die Abrechnungsstelle, und danach kann es sein, dass wir im Monat 5 erst unser Geld kriegen. Das heißt, für ein 3er-Rezept, wenn es blöd kommt, müssen wir 5 Monate auf unser Geld warten. Das Ganze ist beim 6er-Rezept dann doppelt so lang.
Wenn der Patient jetzt alle 6 Wochen kommt, dann schiebt sie das. Wie kann man das Ganze jetzt etwas verkürzen? Seit dem neuen Krankenkassenvertrag haben wir die Möglichkeit, eine Teilabrechnung zu machen. Das heißt, ich habe hier meine Behandlung erbracht und hier im 2. Monat kann ich dann diese Behandlung dann einreichen. Dann kann es sein, dass ich im 2. Monat das Geld von der ersten Behandlung schon bekomme. Das Ganze ist natürlich ein ordentlicher Aufwand an Buchhaltung und alles, weil ich muss ja das Ganze jedes Mal dann machen. Wenn ich jetzt frisch anfange, ist der Aufwand halt ziemlich groß. Das betrifft jetzt nur die ersten paar Monate. Denn wenn eine Krankenkassenpraxis da mal läuft, dann ist es so, dass ein Patient hier kommt mit einem Rezept, im zweiten mit einem Rezept, mit einem neuen und so weiter. Und dann hier hat man dann schon ganz viele Patienten und die ersten Rezepte werden hier dann schon fertig und so rolliert sich das Ganze. Das mit den Abrechnungen zwischendurch würde ich jetzt nur empfehlen, wenn ihr die Praxis frisch aufmacht und Geld braucht. Wenn ihr jetzt keine Finanzierung habt oder keine Privatpatienten oder Selbstzahler, dann würde ich euch das empfehlen, dass ihr die Zwischenabrechnungen macht. Ansonsten wäre es für mich jetzt zu viel bürokratischen Aufwand, die ganzen Rezepte da Zwischenabrechnung, Kopie zu machen und das zur Krankenkasse schicken und dann erklären, warum. Also für mich wäre das zu viel bürokratischer Aufwand. Eine laufende Krankenkassenpraxis hat dieses Problem nicht mehr, weil ja jedes Monat Rezepte neu beginnen und ab dem 6. Monat ungefähr werden auch jedes Monat Rezepte wieder fertig. Das heißt, das ganze System rolliert sich und dann läuft das Ganze ordentlich. Wenn ihr jetzt eine Abrechnungsstelle habt, dann würde ich euch empfehlen, rechnet monatlich ab. Nicht vierteljährlich, nicht halbjährlich, nicht jährlich, monatlich. Warum? Eure Fixkosten gehen auch monatlich vom Konto ab und ihr würdet dann zu sehr in die Miese kommen, wenn ihr das nur alle Vierteljahr machen würdet. Ein kleines Beispiel, warum man nicht vierteljährlich oder halbjährlich abrechnen soll. Wir haben vor einigen Jahren eine Corona-Pauschale bekommen. Und diese Pauschale ist von einem Quartal des Vorjahres berechnet worden. Gerade das letzte Quartal, da gibt es manche Praxen, die halten sich dann das letzte Quartal auf und wollen das erst im Januar abrechnen. Ja, und diese ganzen Praxen sind leider durch diese Corona-Pauschale durchgefallen, weil sie eben nicht monatlich abgerechnet haben und in dem letzten Quartal keine Abrechnung hatten. Ich selbst hatte ja 11 Jahre lang die Kassenzulassung. Durch meine neue Praxis habe ich jetzt keine Kassenzulassung. Ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, muss ich erst für mich selber rausfinden, denn solange ich Podologe bin, hatte ich die Kassenzulassung. Was habe ich festgestellt in dieser Zeit? Man muss aufpassen wie ein Schießhund, denn die Krankenkasse hat es gar nicht gerne, wenn die Rezepte verkehrt ausgestellt sind. Die Krankenkasse hat 9 Monate Zeit, euch einen Regress an die Backe zu hängen. Das heißt, Rezepte vom Januar können im September noch zurückgefordert werden. Deswegen müsst ihr aufpassen wie ein Schießhund. Ich habe das immer so gemacht, ich habe mir so einen Vordruck, die erste Zeit, wo ich begonnen habe ich mir so einen Vordruck gemacht, was am wichtigsten drinstehen muss. Und dann habe ich das verglichen mit dem Rezept, hat irgendetwas nicht gepasst, habe ich das nicht per Post gemacht und ich habe das auch nicht per Fax gemacht. Ich habe auf den Zettel so Papperle draufgeklebt, also so Haftnotizen. Und auf die Notizen habe ich dann draufgeschrieben, was wo geändert gehört und das habe ich dem Patienten mitgegeben. Denn der Patient ist der Erste, der das Rezept in der Hand hat, wenn er es vom Arzt bekommt. Und wenn der Patient selber schon guckt, da stimmt irgendwas nicht, dann kann er es dort gleich ändern lassen. Ich habe auch manche Patienten gehabt, die haben mir dann ein Foto geschickt und haben dann gesagt, ist das so richtig? Dann habe ich zurückgeschrieben, ja oder nee. Also ihr müsst dann für euch selber dann ein System rausfinden, dass ihr eben die Rezepte ordentlich annimmt. Wenn ein Patient jetzt gesagt hat, nein, er lässt es nicht ändern, dann habe ich zu ihm gesagt, entweder kriegt er jetzt keine Behandlung oder er muss sie selbst bezahlen. Die 2 Möglichkeiten hat er. Ich habe kein falsches Rezept angenommen. Ja, es ist auch mir passiert, dass welche Rezepte durchgegangen sind und ich von der Krankenkasse eine Rückforderung gehabt habe. Ja, es ist auch teilweise passiert, dass ich selber einen Fehler gemacht habe. Zum Beispiel habe ich die Unterschrift vom Arzt nicht kontrolliert oder ich habe selbst nicht unterschrieben.
Ja, wie ihr das Beste kontrolliert, habe ich ja ein Video gemacht, das könnt ihr auch gerne angucken. Was ich in meiner langen Zeit als zugelassener Praxis festgestellt habe, ich habe die erste Zeit ohne Praxisprogramm gearbeitet und die letzten 5 Jahre habe ich dann ein Praxisprogramm mir zugelegt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ein Praxisprogramm erleichtert die Arbeit mit den Kassenrezepten um einiges. Man hat nicht nur den Vorteil, dass man das Datum und das alles eintragen kann. Also das Datum solltet ihr bitte gleich eintragen, auch im Praxisprogramm. Man hat auch den Vorteil, die Dokumentation ist digital, das heißt, die Patientenakte wird nicht irgendwann einmal so dick werden. Dann hat man auch noch den Riesenvorteil, man kann die vorigen Rezepte, die man schon abgerechnet hat, mal angucken, was für ein Datum war da drauf und wann war das. Wenn der Patient jetzt irgendeine Rechnung eine Rechnung haben will, die was schon zeitlang zurückliegt, wegen der Nachzahlung oder wegen der Zuzahlung. Also von dem her ist ein Praxisprogramm wirklich das Beste. Würde ich jeder Praxis ans Herz legen, die mit der Krankenkasse abrechnet. Natürlich braucht sie auch einen Steuerberater, denn es muss natürlich das Ganze aufgedröselt werden. Und zwar müsst ihr extra angeben, einmal die Zuzahlung, das ist eine Bareinnahme. Dann müsst ihr die Rezeptabrechnung dann angeben und die Kosten vom Rezeptabrechnungszentrum, sind Ausgaben, müsst ihr auch extra angeben. Also die 3 Posten habt ihr dann, wenn ihr eine Einnahmen- und Ausgabenrechnung habt. Wenn ihr ein kleines Unternehmen seid, dann müsst ihr die 3 Posten aufklamüsern. Seid ihr ein größeres Unternehmen, dann müsst ihr das sowieso machen, weil nämlich die Zuzahlungen und die Kosten von dem Abrechenzentrum ja extra erfasst werden müssen. Mir ist das am Anfang auch durch die Lappen gegangen. Man braucht einen guten Steuerberater, der uns das rausfindet. So, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Habt ihr irgendwelche Fragen zur Zulassung und lohnt es sich? Also die meistgestellte Frage, was ich immer kriege, lohnt sich die Krankenkassenzulassung? Ja, sie lohnt sich. Und ja, sie ist auch Arbeit. Also es gibt nichts ohne Arbeit. Also, wie gesagt, ich habe 11 Jahre lang nur mit Zulassung gearbeitet. Eben, wenn das System eingelaufen ist, wenn das Ganze läuft, dann ist das alles kein Problem. Man muss sich halt nur an die Zeiten halten, was die Krankenkasse vorschreibt. Nicht nur an die Behandlungszeiten, sondern auch an die Abrechenzeiten, an die Zeiten, wann das Rezept eingeht, wenn das Rezept dann zwischen den Behandlungen, also die Zeit zwischen den Behandlungen, die Zeit von Ausstellen bis erster Behandlung. Ja, ihr müsst euch halt an die Zeiten halten. Das Ganze steht im Kassenvertrag. Auf meiner Website unter Downloads findet ihr die ganzen Kassenverträge und ihr findet dort auch eine PDF mit den ganzen Zeiten, die ihr dann einhalten solltet. Das müsst ihr natürlich vorher wissen, denn wenn ein Patient jetzt da kommt und das Rezept ist vor 27 Tagen ausgestellt worden, dann dürft ihr das noch annehmen. Ist es vor 30 Tagen ausgestellt worden, muss der Patient wieder zum Arzt und ein neues Rezept holen. Dann habt ihr noch die Rezeptzuzahlung, da müsst ihr auch gucken, ist ein Patient zuzahlungsbefreit oder nicht. Diejenigen, die zuzahlungsbefreit sind, haben so ein kleines schickes Kärtchen. Ich habe das immer so gemacht, dass ich mir dieses Kärtchen kopiert habe und in die Kartei gelegt habe. Denn oft sagen Patienten, sie sind befreit, sind es aber doch nicht und dann kriegt sie von der Krankenkasse eine Lastschrift, weil das eben abgebucht werden muss, weil der Patient das eigentlich hätte bezahlen müssen. Und dann müsst ihr euch ein Geld hinterherrennen. Gut, meine Lieben, habt ihr irgendwelche Fragen unten in die Kommentare damit? Hat euch das Video gefallen? Lasst mir einen Daumen nach oben hier, abonnieren nicht vergessen und klickt auch auf die Glocke, damit ihr kein neues Video mehr verpasst. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Eure Podologin Andrea. Tschüss!